Heute bei den Lately News ist in Rostock während der Fahrt ein Pferd aus dem Autoanhänger gesprungen und hatte kurz für Behinderung im Berufsverkehr gesorgt. Wie es genau dazu kommen konnte, ist jedoch noch unklar. Aber eine Theorie ist, dass es dem Pferd zu langweilig wurde, da sein Besitzer, ein 89-jähriger Mann, auf der Autobahn mit 40 km/h langschlich. Jedenfalls wurde das Pferd schnell wieder eingefangen und die Polizei entschied sich nun, lieber das Pferd fahren zu lassen und setzte dafür den 89-Jährigen in den Autoanhänger. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn als andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Werbespots über nächtliche Inkontinenz. Denn das ist nicht nur ein Problem für ältere Männer, sondern auch für verdammt gut aussehende Anchormen. Außerdem hat mir diese Werbung ein Haus am Wannsee eingebracht, also kann das nicht ganz so falsch gewesen sein. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Good Morning America auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder bei dir zu Hause, wo diese sympathische Animation dich noch einmal erinnern soll, den verfickten Abo-Button zu drücken. Und wenn du das schon getan hast, dann geh einfach rüber zu deinem Nachbarn und drücke den dort auch. Der Schlüssel liegt wie immer unter der Fußmatte. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Yakuza Like a Dragon, einem taktischen Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, nicht mehr wie früher ein Prügel-Lebenssimulationsspiel zu sein aus der Third-Person-Perspektive. Na, mal schauen, ob es an das Crossover Final Fantasy Chronicles meets Mortal Kombat meets die Sims rankommt. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Beim Thema virtuelle Realitäten war ich, dank meiner Tante Erna, immer schon der Zeit weit voraus. Denn als alle anderen noch von einer neuen VR-Brille von Sega redeten, war meine Tante Erna schon längst nach Japan geflogen, um 2 dieser neumodischen Brillen zu kaufen. Und noch nie hat sich Pong-Spielen so realistisch angefühlt, man konnte quasi die Langeweile dieses Spiels anfassen. Wer es noch realistischer haben will, kann nun das VR-Spiel The Ascent probieren, das es für lockere 999 € im lokalen Steam-Geschäft gibt. Irgendwie muss ja die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Allerdings bekommt man dafür noch nicht einmal die volle VR-Dröhnung, sondern es wird empfohlen, das Spiel in einem mindestens 100 Quadratmeter großen Raum zu spielen. Zudem kann ein eigener Haptikanzug auch nicht schaden. Wer jedoch nicht so gut bei Kasse ist, kann sich auch alternativ einfach einen Ventilator hinstellen, der dann den Wind in dem VR-Spiel simuliert. Und hier mein Tipp: spare dir die 999 €. Ein Fahrticket deines lokalen Personennahverkehrsanbieters ist günstiger und du kannst da bestimmt auch einmal den Kopf aus dem Fenster halten und die Darstellung des Windes regelrecht auf der Haut spüren. Und was kostet ein Kurzstreckenticket heute schon? 400 € oder so? Höchstens. Währenddessen in Kassel. Vor ein paar Jahren hatte ich bereits versucht, einen Sendeplatz für eine eigene Sendung bei der ARD zu ergattern. Jetzt nicht diese Sendung, die ist viel zu gut für die antiquierte ARD, wo ich mit meinen 24 Jahren viel zu jung wäre, sondern eine Sendung, die ich der 8. Sinn nannte. Die Idee dafür hatte ich beim Lesen eines Spider-Man-Comics, denn Spidey hat einen Spinnensinn, der ihn immer warnt, wenn eine Gefahr besteht. Leider hatte dieser Sinn komplett versagt, weil eines Tages Mary Jane trotzdem die Scheidung von ihm verlangte. Einen hervorragenden 8. Sinn hatte allerdings auch ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Kassel, als eines Abends ein Mann in den Shop der Tankstelle kam und sich verstohlen dem Tankstellenmitarbeiter näherte, der gerade an der Backstation frisch gebackene Brötchen ausräumte. Und gerade als der Mann dann eine Pistole ziehen wollte, schlug ihn der Tankstellenmitarbeiter geistesgegenwärtig mit dem Backblech auf die Hand, sodass dieser die Waffe runterfallen ließ. Mit einem zweiten Schlag gegen den Kopf knockte er den Mann auch komplett aus, während an der Decke Spider-Man dem Tankstellenmitarbeiter applaudierte. Derweil in Anchorage. Ich hatte meine Zahnärztin,
die, wenn sie an einem Zahn bohren musste, angefangen hatte, immer wieder ein und denselben Song zu summen, was es gerade als Patient nicht angenehmer machte, da ich diesen Ohrwurm dann noch Tage selber hatte und das war schlimmer als der Zahnschmerz, denn es war der Holzmichel-Song. Oder ein Zahnarzt in meiner Kindheit hat immer wieder ein und denselben Gag vor der Durchsicht gemacht, wo er jedes Mal meinte, morgen spiele ich beim Golf eine 18er Lochrunde, mal sehen, ob wir das nicht heute mit deinen Zähnen toppen können. Viele Jahre später ist ihm dann ein namentlich unbekannter Late-Night-Host in seinem Country Club aus Versehen natürlich nur über die neuen Golfschläge gefahren. Aus Versehen gleich 18 Mal. Dass es noch schräger geht, hat nun ein Zahnarzt in Anchorage bewiesen, der einer Patientin einen Zahn gezogen hatte, während er dabei auf einem Hoverboard balancierte. Ihm drohen nun wegen fragwürdiger Behandlungsmethoden bis zu 12 Jahre Haft. Allerdings ist sein Bruder noch viel schlimmer, weil dieser nur als Hirnchirurg arbeiten kann, wenn er Patienten während eines Tricks in der Halfpipe operieren kann. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Yakuza Like a Dragon für alle aktuellen Konsolen wie dem Odyssey 200. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Yakuza Like a Dragon nur vollgestopft ist mit Fake Dragons. Als jemand, dessen Körper auch voller Tattoos ist und das nicht nur wegen meiner Yakuza-Vergangenheit, sondern weil ich mir lange Zeit immer meine Einkaufszettel auf den Körper tätowiert hatte, da ich sie sonst immer nur vergessen hätte, bin ich natürlich mit der Kultur der Yakuza mehr als vertraut. Trotzdem stellt sich mir nun die Frage, nach über 4000 Stunden, die ich alleine in der Sprachauswahl vom neuen Yakuza Like a Dragon verbracht habe, warum habe ich jahrelang die Kunst des Kämpfens mit einem Katana gemeistert, wenn ich auch einfach nur meine Gegner mit einem Lachs hätte schlagen können, wie in diesem Spiel oder in jedem Bud Spencer Film. War das eine vollkommen verschwendete Zeit? Wie in diesem Spiel eine Krabbe bis zum Maximum hochzuleveln? Aber sei niemals gewarnt, Yakuza Like a Dragon, 9 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich und deine Tastenkombi für den Spezialschlag mit der Krabbe habe ich mir auf den Rücken tätowiert. Was, wie ich jetzt merke, doch nicht so clever war. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.